Servus Leute, was geht ab? Das neue Event ist da, wir sind schon mittendrin im Event und ich find's cool bis jetzt und ich werde euch heute ein bisschen erklären und zeigen, was genau in diesem Event da ist und was man machen muss und auch die Mechanik dahinter. Ich habe jetzt hier auf schwer, okay, das ging flott. Das war schwer, Leute. Ich habe schon direkt ein Team für euch. Ich habe das einfach sporadisch ausgewählt und es hat direkt funktioniert. Ich wollte euch die Mechaniken erklären. Ich habe mir jetzt wirklich 10 Minuten lang die Mechaniken durchgelesen. Und ja, war unnötig. Wir werden gleich das Team nochmal probieren. Vielleicht klappt es ja bei Irrsinnig genauso. Wäre lustig. Wäre lustig. Genau, und für jedes ausgepackte Geschenk, was er dann halt, je länger der Kampf dauert und er Geschenke auspackt, desto höher wird sein Schaden um 10%. Das heißt, wenn er 10 Geschenke auspackt, dann ist der Schaden um 100% erhöht. Wenn er wütend ist richtig ekelhaft, weil er macht dann gefühlt die ganze Zeit AOEs mit Geschwindigkeit senken, einfrieren, Blendung. Wir werden jetzt einfach kurz nochmal reingehen mit dem gleichen Team. Bin mal gespannt, ob es klappt. Ich meine, wenn es bei Schwerer schon so gut funktioniert hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es auch bei Irrsinnig so gut funktioniert. Wir werden sehen. Bis gleich. So, dann sind wir beim Yeti angekommen. Also 20.000 Schaden wird ihm reduziert. Wir machen trotzdem gut Schaden, weil wir die Verteidigung ignorieren. Das heißt, Dark Clockwork ist hier einfach key. Ist einfach super. Man sollte den Dark Clockwork definitiv hier auch benutzen, einfach oder allgemein irgendwelche Elements, die Verteidigung ignorieren können. Zum Beispiel auch Revolverheld könnte ich mir gut vorstellen. Aber in dem Fall würde ich den Dark Clockwork empfehlen, weil ein Freestar ist leichter zu bauen. Ihr wisst, ich bin Dark Clockwork Fan. Schon immer gewesen. Und man sieht auch, machen gar keinen Schaden, ohne dass wir die Verteidigung variieren. Wir wollen ja vor diesen 50 Hits ihn schon besiegen, weil wenn er wütend wird, haben wir ein Problem. Wir kriegen viel mehr Schaden. Wir werden definitiv die ganze Zeit CC'd und so weiter und so fort. Deswegen wollen wir es unter diesen 50 Treffern schaffen. Wir werden gucken, ob es klappt. Momentan sieht es schwierig aus. Sieht nicht so gut aus. Mein Dark Clockwork macht trotzdem Schaden. Das Problem ist nur, dass wir halt als Irrlicht verwandelt werden und auch den anderen Debuff, den er immer wieder macht. Verführerischer Kranz und Verwirrung. Also sind zwei Debuffs, die wir ungern haben möchten. Wir sind bei der Hälfte 14. Ja, es könnte ungefähr. Stunt. Nicht gut. Ich meine, Dodo-Reiterin brauchen wir nicht unbedingt, muss ich fairerweise sagen. Ich habe es eigentlich nur wegen dem Death Break und dem Attack Break mitgenommen. Aber ich dachte, weil man sieht ja hier, die Passive ist schon bei 10. Das sind 100% mehr Damage, deswegen habe ich gedacht, Attack Break wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber dadurch, dass wir ja mit dem Death Breaks, mit dem Verteidigung ignorieren so gut vorankommen, genau das wollten wir nicht. Was ist jetzt passiert? Das heißt, wir können 2 Elements mitnehmen, die beide Verteidigung ignorieren. Wir könnten mit 2 Dark Clockworks reingehen, wir könnten mit Laserratte mit reingehen. Würde wahrscheinlich auch noch sehr gut funktionieren. Aber das Team wird es auf jeden Fall noch schaffen, bin ich mir garantiert sicher, weil wir haben die Licht-Dodo-Reiterin und ja, das Team hat es geschafft. GG. Ja, damit habt ihr ein Free-to-Play-Team. Sehr schön. Ja. Also die anderen Boxen waren definitiv besser als die hier. Naja. Das war die Yeti-Höhle. Die Yeti-Höhle hat 3 Schwierigkeitsstufen. Normal, schwer, irrsinnig. Ich denke mal, irrsinnig sollte jeder irgendwann schaffen können, der nicht heute erst angefangen hat mit dem Spiel. Weil, ihr habt das Team gesehen, was ich benutzt habe. Das war jetzt nicht das beste Team. Ich würde sogar die Dodo-Reiterin auswechseln und vielleicht noch ein Verteidigungsignorieren mitnehmen. Ihr könnt hier quasi ihn noch mitnehmen oder auch, ich denke mal, Revolverheld sollte auch gar kein Problem sein. Also ihr könnt auf jeden Fall einiges mitnehmen, weil im Endeffekt ist es wichtig, einfach nur die Verteidigung zu ignorieren, um viel Schaden auf einmal zu machen. Ihr könnt natürlich auch, klar, die Feuer-Scharfschützen mitnehmen, die ich jetzt gerade nicht sehe. Ja, Scharfschütze oder auch Dunkel würde auch funktionieren.
nur gucken, dass ihr nicht zu viele Multi-Hits dabei habt. Einfach damit diese 50 Runden nicht zu schnell runterdroppen. Ansonsten kriegt ihr jeden Tag einen Schneeball. Am ersten Tag beim Event, gehen wir auch gleich drauf ein, bekommt ihr sogar noch 2 Schneebälle dazu. Das heißt, am ersten Tag kommt ihr auf jeden Fall bis irrsinnig und dann jeden Tag einmal. Das ist ganz okay. So, dann kommen wir zur Weihnachtshütte. Die Weihnachtshütte ist ein 100-Runden-Run quasi. Bedeutet, also ich denke mal, es sind 100 Runden oder zumindest maximal 100 Runden bekommt man Belohnungen. Es ist einfach nur so aufgebaut, es kommt Welle für Welle für Welle für Welle. Und es funktioniert folgendermaßen. Lasst euch nicht davon irritieren, das habe ich nicht probiert. Ich habe das einfach nur kurz einmal eingeloggt. Ich kann es aber trotzdem einmal zeigen. Wichtig ist nur, ihr müsst darauf achten, bei den Wellen, dass es keine Zeit ist, die abläuft, sondern Runden ablaufen. Bedeutet, je mehr Runden ihr macht, desto schneller gehen natürlich die Runden runter. Deswegen dachte ich, ich probiere mal, ob ich mit einem Team bis 100 komme, ohne irgendwas zu machen. Weil er hat Counter-Attack vielleicht auf Vampire. Ihn alleine oder 2 Jokers zu benutzen auf Vampire würde vielleicht funktionieren, weiß ich nicht. Müsste man mal austesten. Vielleicht teste ich es noch. Aber an sich kommt es einfach nur drauf an, dass ihr Runden überlebt. Und jetzt macht ihr euch wahrscheinlich die Sorgen, wenn ihr schon mal ausprobiert habt und denkt so, hey, wie soll ich denn bis Runde 100 kommen? Das schaffe ich doch niemals. Macht euch keinen Stress. Die Runden werden täglich zusammen addiert. Das heißt, wenn ihr heute, wie ich jetzt, 17 Wellen geschafft habt, dann werden ab morgen, wenn ihr dann wieder 17 macht, werden sie drauf addiert. Das heißt, ihr müsst nicht am Stück 100 machen, sondern täglich wird der höchste Fortschritt gezählt. Das heißt, also wenn ich heute 17 habe, morgen 13 habe, dann habe ich morgen 30, steht hier 30 bei der Fortschritt. Das heißt, jeden Tag wird nur einfach der höchste Wert gezählt. Das war's. Also macht euch da keine Sorgen. Das funktioniert auf jeden Fall. Das wird jeder schaffen. Also ihr könnt auch jeden Tag nur 10 Wellen machen. Ist auch völlig fein. Was ich da an eurer Stelle nehmen würde, versucht so gut es geht, euer normales verlorene Tunnel-Team zu benutzen. Im Sinne von hier, ihr könnt sie nehmen. Ihr könnt, wenn ihr natürlich den Mann im Harnisch habt, nehmt den mit. Ansonsten empfehle ich euch, die Puppenkünstlerin im Wasser mitzunehmen. Und dann nehmt ihr noch natürlich, muss ich gerade selber suchen, da. Ich bin heute sehr blind, muss ich wieder sagen. Da. So. Also, ihr könnt auf jeden Fall mit diesem Team da reingehen. Damage-Dealer dazu und völlig fein. Damit kommt ihr easy durch. Ihr habt vielleicht auch den Feuerspezialist. Wasserspezialist habe ich gehört, sollte man nicht benutzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher in welchem. Also ob es hier oder in dem anderen. Weil das Hex soll anscheinend verbuggt sein. Das wird die Tage gefixt. Also macht das bitte nicht, weil sonst habt ihr ein Problem, dass es nicht mehr lädt oder sonst was, dass ihr ein Problem habt. Aber auf jeden Fall könnt ihr da echt ganz normales verlorene Tunnel-Team nutzen. Und wie gesagt, jeden Tag einfach machen. Der höchste Wert zählt am Tag. So, das Event an sich, also hier bei Events, Weihnachtskrise draufgehen und dann seht ihr, wie viel Belohnungen es gibt in diesem Spiel. Also es ist wirklich heftig, was wir an Belohnungen bekommen werden über das Weihnachtsevent. Mega cool, freut mich. Also sieht auf jeden Fall auch ein bisschen aus wie Summer's Event, muss man fairerweise sagen. Aber ist cool. Das heißt, man sammelt am Tag 100 Socken in den ganzen Aktivitäten, die ihr hier oben sehen könnt. Story, Dungeons und Festungen und Abgrund-Dungeon auch. Am Tag einfach 100 Socken sammeln, dann bekommt ihr immer jedes Mal, wenn ihr 100 schafft, die Belohnungen. Das ist Tag 10, es geht 14 Tage, das heißt, also 15 Tage mit heute einberechnet. Das heißt, 15 mal 100 sind 1500 Punkte, das heißt, ihr könntet theoretisch 5 Tage skippen und würdet trotzdem alle 10 Tage Belohnungen bekommen. So rum. Aber würde ich nicht empfehlen, weil ich glaube, man kann später hier diese ganzen Belohnungen aufkaufen. Und da will man natürlich die maximale Punkteanzahl haben. Und hier das, was ich meinte mit dem Yeti, dass man hier die 200 Schneebälle bekommt, wenn man es das erste Mal geschafft hat. Und Hüter der Geschenke.
Da muss man kumulativ gegen 100 Wellen von Gegnern Beschütze den Weihnachtsbaum verteidigen. Und dann bekommt man 5 Weihnachtsgeschenkboxen. Das ist genau hier. Also, aber erst in 10 Tagen ist das freischaltbar. Okay, interessant. Okay, die gehen davon aus, dass man am Tag vielleicht 10 Wellen schafft. Ich denke, 10 Wellen sind auch ganz human. Also sollte eigentlich jeder schaffen, 10 Wellen. Sollte kein Problem sein für keinen. Ich werde es auf meinem Second-Account auch probieren. Wenn ich merke, dass es da wirklich schwer ist und ich da Probleme haben sollte, werde ich gucken, dass ich da vielleicht ein Video dazu mache, das besser läuft. Aber ich denke, das schafft jeder am Tag 10 Wellen. Und vor allem 15 Tage, auch wenn man nicht in 10 Tagen schafft, hat man 15 Tage Zeit. Das sollte eigentlich jeder schaffen. Genau. Und ansonsten die ganzen Events, die man halt, die ganzen Belohnungen, die man hier bekommt, super cool. Viele Kristalle auf jeden Fall. Man bekommt auch hier ein Event-Erlebnis, falls es noch nicht gesehen wurde. Es ist mega cool, dass wir halt hier nochmal ein Event-Erlebnis bekommen. Erst nachdem wir aber 1000 Weihnachtsstrümpfe bekommen haben, also nach 10 Tagen. Völlig fein. Finde ich cool. Gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Belohnung, sehr, sehr viele LDs. Fairerweise, also wir haben hier einen. Dann haben wir hier eine. Also es sind 2 LDs, die wir auf jeden Fall bekommen. Ist mega gut. Klar, könnte mehr sein, aber ist völlig fein. Ist völlig fein. Und dann hier Kristalle. Das sind Preis jedes Mal um +4. Das heißt, die kann man dann am Ende stacken. Würde ich euch am Anfang erstmal nicht nehmen, die ganzen hier. Erstmal die ganzen normalen Belohnungen einsammeln und dann, ja, genau. Super. Ich würde sagen, das war's dann schon. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu dem Event. Also ich finde es völlig cool gemacht, das Event. Mega, mega cool. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, können wir auch noch mal kurz reingucken. So, das ist das Video noch kurz. Aber es kommt normalerweise bei jedem, der reinkommt, wird das Video sehen. Es ist ziemlich lustig. Der Weihnachtsmann den Weihnachtsbaum schmückt und dann kommt der Yeti um die Ecke und nimmt den Weihnachtsmann einfach mit. Dass man ja schon sich gedacht, dass es um den Weihnachtsmann geht. Das ist ziemlich lustig gemacht. Also cool, mega cool. Haben sie cool hingekriegt. Ich find's ganz okay. Also, gibt's nichts zu meckern. Gibt genug Belohnung, vor allem hier, wenn man überlegt, wie viel Belohnung wir hier bekommen. Also hier auch nochmal 15 LD-Beschwörungsteile, dann hier noch ein mächtiges. Also, ja, kann man nicht meckern. Definitiv nicht. Also, dann war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den Teams hier. Also, wie gesagt, versucht hier einfach 1 bis 2 Defense-Ignorer mitzunehmen. Am besten einfach sie mitnehmen, damit sie immer wieder wiederbeleben kann, falls was passieren sollte. Oder allgemein Supporter. Und dann jemand, der heilen kann oder so. Und dann sollte es eigentlich passen. Also, dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.